Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute im Video kann ich euch sogar direkt live den Code zeigen, der für den heutigen Tag, für jetzt quasi rausgekommen ist. Das konnte ich die letzten Tage nicht zeigen, weil ich immer einen Tag vorher das Video aufnehme und jetzt nehme ich es gerade kurz vor 15 Uhr auf. Deswegen ist der Code auch gerade erschienen und das ist der Code von heute. Ne? Die anderen Codes, die ich nicht zeigen konnte, weil ich die halt immer zu spät oder weil die Videos zu spät kommen, könnt ihr mich immer noch nach wie vor gerne verfolgen auf Instagram. Da kommen jeden Tag die Codes, da poste ich die in die Story rein oder auf meinem Discord-Server. Beides unten in der Videobeschreibung verlinkt oder vielleicht nochmal in den Kommentaren. Und da könnt ihr gerne drauf zugreifen und dort kommen die Codes eigentlich jeden Tag regelmäßig live direkt, sobald sie draußen sind und ich das dann auch mitbekomme. So, ne? Wie gesagt, die Videos, da klappt es leider nicht immer so. Heute ist wirklich eine Ausnahme. Ja, weil das halt immer sehr verzögert kommt, das Video. Ja, gut, aber das auf jeden Fall dazu, anderes Thema. Und zwar, nachdem wir hier auf S31, oder ich spreche mal für alle Backend-Server, ich weiß nicht, ob es auf jedem Server exakt gleich ist. Deswegen rede ich hier jetzt mal speziell von S31. Nachdem wir hier sehr viele negative Erfahrungen gesammelt haben, seitdem das Backend jetzt irgendwie, weiß ich nicht, seit ein paar Tagen irgendwie komplett für den Arsch ist, so kam da jetzt auch mal eine Stellungnahme seitens Playa dazu. Gestern kam das Ganze raus und ich habe wirklich schon teilweise überlegt gehabt, wofür, und jetzt gerade zum Gold-Event, ne, wofür spielst du eigentlich hier die ganze Zeit? Wofür machst du das die ganze Zeit? So, wenn dir nix oder nur ein Teil gut geschrieben wird. Ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Ihr holt eure Stadtwache ab, die ihr 10 Stunden lang über Nacht laufen lassen habt. Ne? Die läuft zu Ende, ihr holt sie ab, kriegt den vollen Betrag, 100 Millionen, ja, oder solltet ihn zumindest kriegen, ne, dann läuft die Stadtwache zu Ende aus und von den 100 Millionen sind einfach mal 0 angekommen. Also die Stadtwache 10 Stunden komplett umsonst durchgelaufen, ja, richtig Abfuck. So, dann nächstes Thema, die Goldgrube. Jetzt gerade zum Gold-Event scheppert das aber nochmal auf der anderen Ebene rein, ja. Innerhalb von 1,5 Stunden kann ich hier meine Goldgrube abholen zum Gold-Event 55 Millionen Gold. Jede 1,5 Stunde. So, das ist nice to have, das ist richtig huge, das ist richtig viel Gold, das sind richtig krasse Skillpunkte, ja. Und 50% oder vielleicht sogar noch mehr des abgeholten Golds wird dir einfach nicht gut geschrieben. Warum auch immer, ja. Also gerade jetzt zum Gold-Event ist es besonders nervig, wenn die Goldgrube vollgelaufen ist und man sich da 5 Skillpunkte, 5,5 abholen kann auf easy, kommt da einfach zur Hälfte immer mal was an, mal nicht. Und das ist eben ganz, ganz stark wegen dem Server-Lag oder was weiß ich irgendwie warum. Da werden wir gleich nochmal drauf genauer eingehen im Posting von Playa, seitens Playa, das Statement. So, und wenn man mal das Gold erfarmt hat, ja, was ja schon ziemlich gekappt ist, dadurch, dass ab und zu mal die Stadtwache nicht funktioniert, die Goldgrube nicht funktioniert, zum Glück funktioniert die Alu noch einigermaßen, ja, aber wenn ihr mal das Gold zusammengefarmt habt, dann seid ihr ja froh, das hier reinskillen zu können und selbst hier ist der Server so hart am Laggen. Gestern sogar hat man es im Video bei mir gesehen gehabt. Ja, Dankeschön für den Hinweis nochmal. Da war es auch wieder live. Ich hatte einen Skillpunkt verskillt. Das Gold war weg. Aber mein meine Intelligenz ist nicht gestiegen. So, und das ist so häufig der Fall gewesen. Ja, also das von 100 Millionen Gold sind es vielleicht 70 Millionen, die verskillt werden und die restlichen 30, die verschwinden einfach im Nirvana. Und da habe ich mir dann so gedacht, so für mich so, Alter,
hey, du versuchst hier noch irgendwie immer deine Goldgrube noch ein, zwei Mal in der Nacht abzuholen. Das funktioniert eh meistens nicht. Stadtwache, wozu willst du die noch einstellen, wenn sie nicht funktioniert? Ja, und dann noch hier das mit diesen Skillen, dass das hier auch alles, also keine Ahnung, das wird wahrscheinlich der schlechteste Monat meiner SF-Karriere, sag ich mal, sein, was Skillpunkt-Fortschritt angeht. Unglaublich. So, und da war ich schon ziemlich in Rage gewesen und wurde dann aber ein bisschen leicht besänftigt durch halt eben die Producer-Note, die hier rausgekommen ist. Es ist natürlich absolut dumm, es darf auch nicht passieren. Das sind Sachen, die sind wirklich komplett game-breaking. Ich habe es ja schon die letzten Tage gesagt, so. Das ist so viel Kacke, die hier passiert. Und da hat man einfach dann auch irgendwann keine Geduld mehr für, so, ne? Und ja, dann kam dann halt eben hier so ein kleines Statement, möchte ich mit euch mal kurz nochmal durchgehen, weil es ja auch unter anderem zu Serverausfällen und sowas dann auch teilweise kam, ne? Was ja auch relativ schnell behoben worden ist. Zuallererst möchten wir uns für die momentanen Performance-Probleme und einigen Bugs entschuldigen, die ihr möglicherweise auf Servern mit neuen Backend erdulden müsst. Wir möchten euch versichern, dass wir mit hoher Priorität an Lösungen arbeiten und um die Performance und das Spielerlebnis zu verbessern. So, also seid wirklich froh, falls ihr noch auf einem alten Backend-Server spielt. Wirklich ist. Ihr habt nicht nur einen immensen Vorteil allen neuen Backend-Spielern gegenüber, ja, einfach dadurch, dass ihr normal spielen könnt. So, und da euch nicht irgendwie Gold flöten geht oder so. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr auf einem neuen Backend-Server spielt, ob da die gleichen Probleme bei euch auch aufgetreten sind und ihr das beobachten konntet. Das, was ich eben auch aufgezählt hatte, ja. Jo, mit dieser Producer Notes möchten wir euch darüber informieren, mit welchen Herausforderungen wir aktuell zu kämpfen haben, welche Maßnahmen bereits getroffen wurden, über welche wir nachdenken und welche geplant sind, sobald wie möglich implementiert zu werden. Zuerst müssen wir klarstellen, dass wir zwischen 3 unterschiedlichen Problemen unterscheiden, mit denen wir aktuell konfrontiert sind. Serverausfall, das war ja das gewesen, da wurde so ein bisschen, darauf eingegangen, warum dies zustande kam. Serverausfall am Dienstag trat unabhängig von dem Problem mit dem neuen Backend auf. Um es kurz zu machen, wir haben eine falsche Fehlermeldung von unserem Monitoring erhalten, die uns mitgeteilt hat, dass wir ein Problem mit der Key-Value-Speicherung haben. So, da sehe ich jetzt absolut nicht durch. Also da, keine Ahnung, da kann mir das gerne jemand näher erklären oder noobhaftig erklären. Ich sehe da nicht irgendein Problem. So. Als wir herausgefunden haben, dass die Fehlermeldung falsch war, hatten wir bereits Maßnahmen getroffen, die das vermeintliche Problem beheben sollten. Ironischerweise hat das genau zum Gegenteil von dem geführt, was wir erreichen wollten. Wie dem auch sei, nachdem wir diese Maßnahmen rückgängig gemacht und das richtige Problem mit den Datenbank-Proxys behoben hatten, konnten sich die Server wieder stabilisieren. Niemand ist perfekt und Fehler können passieren. Wir können uns nur aufrichtig dafür entschuldigen, dass es zu diesen Unannehmlichkeiten gekommen ist und danken euch für eure Geduld und Verständnis. Performance-Server mit neuem Backend. Zu Beginn verliefen die Migrationen problemlos. Die Migration kleinerer Spielwelten verursachten nur kleine Probleme, die schnell behoben werden konnten. Je weiter wir fortschritten, desto sicherer wurden wir und entschieden uns dafür, größere Server mit mehr Aktivität zu migrieren. Also die Server, die halt noch das alte Backend haben, das sind meistens auch die größten Server. Leider haben wir den Einfluss der Datenmenge, die simultan verarbeitet werden müssen, unterschätzt. Daraus resultierend begann die Serverleistung sich zu verschlechtern, gewaltig. Als Gegenmaßnahme haben wir die Serverleistung erweitert, indem wir zusätzliche Game-Server hinzugefügt haben. Zudem überprüfen und überarbeiten wir den Programmiercode und um Stellen zu identifizieren und zu optimieren, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Performance haben. Um zu überprüfen, ob unsere Maßnahmen tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Serverleistung haben, haben wir bestimmte Verfahren zur Leistungsmessung integriert. Dies versetzt uns in die Lage, nachverfolgen zu können, ob eine Optimierung tatsächlich zu einer Verbesserung geführt hat. Hierbei gehen wir schrittweise vor, sodass wir mögliche Verbesserungen der Leistung besser nachvollziehen können. Also ein bisschen mehr so Scout-mäßig unterwegs wie der Kundschafter, ja, um die ein bisschen besser auszukundschaften. Perfekte Erklärung meinerseits hier an der Stelle.
Ich sollte auch so eine Texte schreiben hier. Was sind die Maßnahmen im Detail? Überflüssige Daten wurden reduziert, alte und nicht mehr benötigte Daten werden regelmäßig durch Skripte gelöscht. Der Programmiercode wird optimiert, um die Antwortzeiten zu reduzieren, und wir werden die Art und Weise ändern, wie temporäre Daten gespeichert werden. Für mehrere Spielelemente werden die gleichen Daten benötigt. Mit einem intelligenten Memory Caching erwarten wir, dass eine enorme Verbesserung der Performance erzielt werden kann. Ich bin sehr gespannt. Allerdings stehen wir auch vor Einschränkungen. Momentan arbeiten wir mit 2 unterschiedlichen Programmiercodes, welche kompatibel miteinander sein müssen. Ja, das ist wahrscheinlich schon eine ziemliche Herausforderung. Dies hindert uns daran, einige Verbesserungen vornehmen zu können, die erst durchgeführt werden können, wenn alle Server umgezogen sind. Das ist ja immer das, was Sie erwähnt hatten. Dadurch, dass halt eben auf das neue und das alte Backend gleichzeitig programmiert werden muss mit 2 unterschiedlichen Programmiercodes und dass beides kompatibel sein muss, ist schon verständlich, dass das für ziemliche Probleme sorgen kann. Bugs, die auf Server mit neuem Backend auftreten. Zu guter Letzt widmen wir uns den Bugs, die momentan auf Server mit neuem Backend auftreten. Während wir uns auf die Verbesserung der Serverleistung fokussieren, widmen wir uns selbstverständlich auch den Bugs, die ihr uns mitgeteilt habt. Wir gehen davon aus, dass der Großteil der Probleme nicht mehr auftreten werden, sobald die Serverleistung auf einem stabilen Level ist. Nichtsdestotrotz arbeiten einige unserer Entwickler intensiv daran, die Fehlerquellen zu identifizieren und dort Lösungen zu finden, wo wir sehen können, dass die Probleme nicht nur mit der Serverleistung verbunden sind. Auch hier wird der Programmiercode überprüft und überarbeitet, wo wir denken, dass wir mit einem Bugfix, damit einen Bug fixen können. So. Wir haben uns auch gewünscht, dass die Serverumzüge ohne größere Probleme über die Bühne gehen würden. Leider sieht die Realität anders aus. Wir sind genauso verärgert darüber wie ihr, dass wir den aktuellen Herausforderungen gegenüberstehen und arbeiten mit Hochdruck daran, euer und unser Leben wieder angenehmer zu machen. Nochmals, wir entschuldigen uns für eure Geduld und danken euch für euer Verständnis und euren Support. Wir verstehen eure Enttäuschung über die Probleme, die ihr momentan bei Spielen erdulden müsst. Wir arbeiten dran. Ja, ziemlich langer Text auf jeden Fall. Und ja, aber ich finde es gut, muss ich sagen, das war ja früher nicht so gewesen, dass jetzt wirklich speziell auch auf die Bugs und Fehler eingegangen wird und ich sag mal, öffentliche Entschuldigen bzw. das Teilen der Fehler, die unterlaufen sind, das sorgt aus meiner Wahrnehmung so ein bisschen dafür, dass die sowieso ohnehin schon aufgekochte Stimmung, was jetzt nicht an der Temperatur liegt, ne? Was auch sehr, sehr warm ist hier momentan, dass die so ein bisschen gemildert wird, dadurch, dass es wird halt Klarheit geschafft, so, ne? Das ist auch eine gute Sache, weil sonst wird dann immer sehr viel spekuliert und man könnte, es werden sich so Gedanken gemacht, dann schaukelt sich das auch immer hoch, das ist auch schon in der Vergangenheit sehr oft vorgekommen und dann ist nachher am Ende was Falsches dabei rumgekommen. Und deswegen finde ich es gut, dass das dann auch von Anfang an hier so direkt geteilt wird und dann braucht man auch nicht mehr irgendwie sich irgendwelche Sachen aus den Fingern ziehen, woran es liegen könnte. So, ne? Dann wird da direkt von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Das ist eigentlich ganz gut. So, ja, mal schauen, ob wir hier noch hier ein bisschen Fehler sehen oder ob das heute gut von der Bühne geht hier. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, Leute, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich wollte euch primär nur noch mal die Fehler aufzählen, die passiert sind in der Vergangenheit und wie jetzt daran gearbeitet wird, wie das Statement ist. Weil das Statement ist, wird, glaube ich, nicht überall gepostet, meistens nur im Forum
und wird dann im Discord übernommen, aber ich glaube, das war es dann. Ich weiß nicht, ob noch auf den anderen Social-Media-Plattformen da irgendwas drüber berichtet wird, deswegen weise ich da jetzt auch nochmal drauf hin. Ne? Okay, Leute, das soll soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ich wünsche euch noch ein super schönes Wochenende. Ja, genießt das Wetter draußen. Man sieht es, glaube ich, ein klein bisschen bei mir. Ich habe mir schon Sonnenbrand eingefangen nach 5 Minuten. Und ja, es ist halt, wenn du eben, nur in der Nacht lebst, ne, dann bist du ziemlich empfindlich für das ganze Sonneneinstrahlung, UV. Gut, Leute, bis dann. Gehabt euch wohl. Haut rein und bis zum nächsten Mal.